Hier sind wieder Joe und Andy von Enjoy Magic. und willkommen zur Enjoy Magic Review. Und für die heutige Folge haben wir uns Pizza bestellt. Yay! Nein. Das ist die Comedy-Voodoo-Routine von Quique Murdoch. Nicht versuchen auszusprechen. Genau. Andy, erzähl doch mal die Routine. Ja, die Routine. Es ist Comedy-Voodoo-Routine. Also wir haben uns gerade noch über die Story unterhalten. Es ist eine Story. Er holt ein älteres Paar, steht drin, ist lustiger. Ja. Also ein Paar auf die Bühne, Mann und Frau. So. Genau. Und dann sagt er, stellt dir so eine Geschichte, stell dir vor, dein Mann würde nicht nach Hause kommen um 8. Es ist Freitagnacht. Es ist Freitagnacht, er kommt um 8 nicht, er kommt um 9 nicht, er kommt um 10 nicht. Er kommt um 11 oder irgendwann spät nachts und er kommt folgendermaßen nach Hause und dann setzt sie ihm so ein Partyhütchen auf. Ich glaube, das kann. Ja, so ein Partyhütchen dann auf. Tröte kriegt er. Tröte, so halt, ja, so betrunken von der Party quasi. Was würdet ihr dann mit ihm machen? Dann gebt ihr der Frau so ein Messer, so ein Plastik-Spielzeugmesser. Halt, stopp. Ihr gebt ihr das Messer, genau, gebt ihr ein Messer, nimmt einen Block und macht eine Vorhersage. Genau, ihr zeigt ein Männchen, was ihr dann drauf gemalt habt und dann sagt ihr, ihr werdet jetzt nachher Vorhersage machen und die Frau sagt das zu ihm oder sagt zur Frau, sie kann ihn irgendwo stechen mit diesem Messer, das ist so ein zusammenfaltbares Messer. So ein ganz billiges Kindermesser und dann sticht sie ihn da irgendwo rein. Zum Beispiel in die Schulter und dann kann er zeigen, dass er auch das vorhergesagt hat, dass sie ihm in die Schulter sticht und dann unterschreibt er das noch und kann den Zettel dann rausgeben. Als Souvenir, genau. Ja, das ist es. Das ist es eigentlich, ja. Nette Idee. Fangen wir mit dem Positiven an. Nette Idee. Genau. Aber warum so teuer? Es sind 85 Euro. Gut, ihr kriegt alles. Ihr müsst ein bisschen was basteln, aber nicht so viel. Aber ihr kriegt quasi auch den Partyhut und so weiter. Ja, aber das ist halt eben auch... Das ist kein Gimmick, das ist ein Partyhut. Ja, die DVD ist ziemlich billig gemacht. Ja, muss man ganz ehrlich sagen. Bei meinem Laptop hat sie nicht abspielen können. Also das war schon mal das Problem, deswegen... Ja, ja. Es ist auch irgendwie so, ich weiß nicht, es wirkt auf mich so, als würde gerade der Markt mit Zauberartikeln, ich meine, wir wissen es ja, wir sitzen am Review-Tisch, voll florieren und jeder kramt aus seiner Kiste alle Ideen, die er mal hatte, raus, packt sie in einen Pizzakarton, schreibt einen Preis drauf und packt es auf den Markt. Das ist jetzt nicht neu produziert, ich weiß nicht, gibt es das schon ewig oder ist das neu? Ich habe keine Ahnung. Ich habe das auch noch nicht gesehen. Aber das andere, was ich dazu sagen möchte, ich finde es furchtbar. Ich meine, ich habe gerne mal ein bisschen Gag auch in meiner Show und dass die Leute halt das, aber ihr stellt ihn ja echt da wie einen letzten Affen. Ja. Mit diesem Hütchen und der Tröte. Besonders, ich würde jetzt nicht, dadurch, dass es ja immer dieselbe Tröte ist, Gott weiß, wo die schon überall dann war. Ja, das wollte dem Zuschauer dann geben. Ja. Und dann beschmeißt ihr ihn mit Konfetti. Ihr braucht nicht überlegen, das könnt ihr vielleicht am Ende von der Show machen, weil dann sowieso keiner mehr auf die Bühne kommen wird. Ja, wenn er weiß, dass das so ausschaut dann am Ende. Ich bin grundsätzlich in der persönlichen Geschichte kein Fan von dem einen auf die Bühne holen und den dann so zur Schau stellen, dass alle über den lachen. Ja. Ich finde das einfach nicht gut, ich mache das auch nicht und das ist vielleicht auch das, was mir bei der Routine ein bisschen aufstoßt. So. Und ich weiß nicht, das Prinzip, die reine Technik erinnert mich sehr an Stretching the Truth, so wie heißt das mit dem Card? Ja, Cardiographic. Es wirkt ein bisschen so wie in einer anderen Verpackung, so dieser Prediction-Effekt. Das ist halt, ja, ganz ehrlich, der Gag ist nicht so gut. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, man müsste da schon sagen, du musst ihn jetzt nicht unbedingt töten, sondern stich irgendwo zu, wo du willst. Ja. Weil ganz ehrlich, wenn ihr die Leute so triggert, dass sie ihn erstechen soll, das erste, was ich mache, wenn ich jemanden stechen will, steche ich in die Brust. Ja toll, super Vorhersage. Ja, also die Vorhersage ist ja auch nur, wo zugestochen wird. Das ist jetzt auch im Strich mit. Das heißt also, hier dieser ganze Bereich ist eigentlich derselbe. Egal, wo sie hier zusticht, ist überall dasselbe. Effekt auch nicht so stark. So, er hat... Ja, genau, deswegen meine ich ja. Gell? Er hat da hingestochen, okay, cool. Also die Routine lebt von den Gags, der Effekt lebt nicht vom Effekt. Es ist wieder so, der Effekt ist Nebensache, würde ich fast sagen, und die Gags stehen im Vordergrund und die Gags finde ich nicht gut. Das ist, weil sie auf Kosten des Typen auf der Bühne gehen und die Story auch mich nicht vom Hocker haut. Ich finde auch mit dem Party, es gibt kein schönes Bühnenbild ab. Das ist irgendwie so eine schlechte Clowns. Ja, besonders die schauen auch scheiße aus. Ja, das ist so eine schlechte Clowns-Nummer für mich. Tut mir leid, ich hate da so ein bisschen drauf rum, aber es ist gar nicht so mein Stil und ich finde es auch nicht gut. Und ich finde das Preis-Leistungs-Verhältnis unverschämt. Ja. Wenn ich ehrlich bin, 80 € für nur eine Routine. Ich denke an
Killer Prediction. Ein 10 von 10 Produkt, zumindest bei mir. Ja gut, da muss man aber ein bisschen was dazu kaufen. Genau, da musste man alles dazu kaufen. Da war nichts dabei, das ist nur die DVD. Warum nicht auch mit so einer Idee und dafür den Preis viel niedriger? Weil die Sachen, die dabei sind jetzt keine... Die kriege ich in jedem Spielzeugladen. Ja gut, es gibt da das eine Gimmick, weswegen man es dann machen kann, ist wieder was anderes. Ja, aber gut, das sind so, aber ich weiß nicht, das was dabei ist, rechtfertigt auch nicht den Preis, finde ich. Dann wollen wir zur Bewertung kommen. 2 Punkte. Mehr ist es für mich nicht. Ich finde es, nein, das, was ich eingebaut 2 Punkte, dieser Karton. Bestellt euch lieber eine Pizza. Ich gebe ihm 1 Punkt. Ich finde halt einfach, die Props sind zu billig, um 2 Punkte zu rechtfertigen. Und auch zum Preis, sagen wir genug. Für Anfänger nicht geeignet, Amateure nicht ein Profi. Das wüsste ich nicht, warum die das anfassen sollten. Ja. Und das war's mit Comedy Voodoo. Und jetzt wieder zur Mitte der Review möchten wir euch noch kurz die Facebook-Gruppe von Enjoy Magic Review vorstellen. Ja, die Facebook-Gruppe ist eine kleine von uns ins Leben gerufene Gruppe. Super familiär. Ich glaube, ich will jetzt keine anderen schlecht reden, Facebook-Gruppen, aber eigentlich schon. Nee, das muss ich ganz ehrlich loben, das habe ich auch schon mal reingeschrieben. Es ist halt echt einfach super Diskussionen. Es ist keine, der irgendwie bevormundet wird oder schlechter gemacht wird. Die Ideen sind einfach immer gut und Diskussionen eigentlich auch. Genau, das möchten wir auch. Wir schauen noch ein bisschen drauf, wer da reinkommt. Das ist der geschlossene Kreis, weil also die Kommentare hier drunter zu öffentlich sein sollten und so. Und wir möchten auch die loben, die da drin sind, die auch beim Kommentieren, bei Lösungsvorschlägen helfen. Das hat sich echt über die Jahre, kann man schon sagen, saugut entwickelt, macht immer mehr Spaß. Und für die noch nicht drin sind, schaut mal rein. Dann fügen wir euch hinzu. Und jetzt kommt das nächste Produkt. Als nächstes Produkt haben wir Collard 2 von Sean Archer, der erste Penn & Teller Fuhler, nicht mit diesem Trick. Wir wissen leider nicht, was Collard 1 ist, ich habe es auch nicht gefunden. Die erste Version davon erzählte auf der DVD. Ja, ach Quatsch, danke, Gott sei Dank haben wir 2 Leute hier, denn ich bin viel zu blöd. Oh mein Gott, ja, das war Collard. Es ist die erste Version von Collard und da war noch ein bisschen, da waren die Props noch nicht so gut. Die Props waren noch nicht so gut. Ja, was könnt ihr machen? Also, ihr habt ein Plüschtier, er verwendet einen Hund. Und den möchte er quasi feierlich taufen. Und er holt jemanden hin und er lässt so ein Papierball durch die Menge schmeißen. Und jeder Zuschauer soll einen Buchstaben nennen. Und er trägt das auf so eine Geburtsurkunde ein. Und am Ende quasi gibt er den Hund einer Zuschauerin und lässt es vorlesen. Und der Name kann jegliches alles sein. Und er sagt dann halt eben auch noch, er wusste eben nicht, ob er diesen Trick noch machen kann in der Show. Deswegen hat er vorher schon einen Namen gegeben und der Hund hat ein Halsband und daran hängt quasi der Name und der ist der Name, den die Zuschauer frei ausgewählt haben. Genau, das ist der Effekt. Es ist gepackt in eine John Archer-typische, super lustige Geschichte, dass er mal allein auf seinen Shows ist und er dann diesen Hund immer mit dabei hat. Und oh Gott, wie war denn dieser eine Trick da mit dem irgendwie einen mega witzigen Gag mit einem Goldfisch gehabt, das fand ich sehr, ich weiß nicht. Mit dem Wasser und im Auto? Ja, genau. Das, oder so? Irgend sowas lustig. Ja, was hältst du von dem Partner und irgendeine Frau. Er wüsste auch schon welche und er nennt sie mal ein Tier. Ja. Also es ist eine Comedy-Nummer, definitiv. Genau. Es ist eine Stand-up-Nummer only. Es müsste keine Comedy-Routine sein. Es müsste keine Comedy-Routine sein. Aber es müsste eine Stand-up-Routine sein. Es müsste eine Stand-up-Routine sein, genau. Das ist dieser Dog-Tag, den können wir mal euch zeigen. Er hat ihn extra so groß gemacht, aus dem einfachen Grund, das könntet ihr beispielsweise auch für eine Raumvorhersage machen, dass ihr da einen Hotelschlüssel dran macht und sagt, ihr habt den Hotelschlüssel mitgenommen und die Leute erraten, dass die Raumnummer des Hotels. Erwähnt er auch kurz. Ihr kriegt alles mit, was ihr braucht, außer das Plüschtier und das entsprechende Halsband dazu. Ihr müsst noch ein bisschen was kaufen, was jetzt stiftmäßig angeht, aber jetzt auch nichts Drastisches. Ja, und ihr müsst auch, ganz wichtig, wir sind eine deutsche Review-Show und ich denke, man kann es zeigen, es sind Geburtsurkunden, weil wir gesagt haben, weil die Story ist ja, dass man diesem Tier erstmal einen Namen gibt und zwar immer auf der Show gibt er dem Tier einen Namen und wir haben dann hier, das ist ein Birth-Zertifikat, wir haben auch es ist auch nur ein deutsches, nur englische, kein deutsches mit dabei. Das müsstet ihr euch halt selber ausdrucken, außer ihr performt in Englisch, dann habt ihr Glück. Aber ansonsten, es geht also das könnt ihr euch halt echt drucken. Ja. Genau,
wir erwähnen jetzt nicht, wie das alles funktioniert und so weiter, aber das ist das, was ihr verwenden müsst. Das wirkt wie ein normales Clipboard. Ja, super, würdest du irgendwas erkennen? Nee, und auch super hochwertig. Ja, also genau. das ist echt schönes Teil. Ja, hier spricht es von ungefähr einer 5 Minuten Stand-Up-Routine. Ich würde es wahrscheinlich ein bisschen anders machen. Ich würde nicht die Zuschauer einzeln die Buchstaben auswählen lassen. Das, keine Ahnung, das fand ich irgendwie ein bisschen komisch. Ja, nicht einzeln, also du sagst ja, du lässt den Papierball immer... Also ja, aber die wählen die einzelnen Buchstaben aus. Der erste macht ein B, der nächste macht ein A, der nächste macht ein T, der nächste macht ein E und dann ist es Batte. Also keine Ahnung. Das du kannst ja dazu sagen, dass die das ein bisschen so machen soll, dass ein schöner Name bei rauskommt. Ja, nee, das meinte ich nicht. Ich finde es aber komisch, die Leute einzeln die Buchstaben wählen zu lassen. Und so, was wäre deine Idee dafür? Na, keine Ahnung, dass die Dame, die mit dir diese Geburtsurkunde macht, einen auswählen soll, der den Namen machen soll. Dann hast du halt die Sache, dass gestutscht ist. Nee, aber wenn sie einen auswählt, das ist keine Ahnung, ich finde es irgendwie ein bisschen komisch. Oder du lässt 3 Leute aufstehen, 3 verschiedene Namen sagen und sie soll davon einen wählen. Das könnte zum Beispiel sein, ja, aber irgendwie, wie gesagt, die einzelnen Buchstaben auswählen, fand ich jetzt ein bisschen, naja, aber wie gesagt, wem es gefällt. Eure Idee in die Kommentare. Und wie gesagt, Kuscheltier müsst ihr euch selber kaufen, könnt ihr nehmen, könnt auch einen Hotelschlüssel nehmen, das wird dann ausgewählt. Hat aber, wie gesagt, mit dem Kuscheltier das Schöne, weil es der Dame unter die Hand gibt und das wirkt halt eigentlich so, als hätte sie es schon die ganze Zeit gehabt und so weiter. Ist auch ein bisschen kostspieliger, also sind wir bei 50 Euro, ein bisschen günstiger ist es davor und auch besser. Hey. Ja, der Preis ist okay, weil die Routine ist Bombe, die Story ist Bombe und die Props rechtfertigen es, weil es ist viel hochwertiges Zeug mit dabei ist. Selbst das Tütchen ist hochwertig. Ja. Und ja, deswegen ist es absolut okay. Schaut, das Gute ist, im Trailer ist die komplette Performance drin von John Archer, weswegen der Trailer wahrscheinlich auch genauso lang ist, wenn nicht sogar länger als die Review hier. Wahrscheinlich nicht so lang. Genau, das ist das Ding. Nee, ich sehe gerade nicht so lang. Aber ja, schaut es euch an, wenn euch die Geschichte taugt, ist geil umgesetzt. Und ihr könnt jetzt auch, wenn ihr den Namen eines Kuscheltieres oder eine Zahl vorhersagen wollt, könnt ihr dieses Produkt nehmen. Ja. Ihr müsst jetzt, wenn euch die Routine muss euch nicht taugen, will ich mal kurz eingreifen. Ist, wie gesagt, wenn ihr den Namen eines Kuscheltieres oder sonst irgendwas hernehmen wollt, ihr könntet kein echtes Tier nehmen, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ja. Das finde ich, aber egal. Für die Tiere dabei haben, aber egal. Ja, von der Bewertung her, Andi. Ja, Bewertung, ich wollte gerade sagen 6,5 Punkte. Okay, ich hätte jetzt tatsächlich ein bisschen besser von dir getippt. Echt? Hättest du getippt? Ja, ich weiß nicht, irgendwie, der Effekt haut mich auch nicht so ganz krass vom Hocker, aber es ist halt eine Comedy-Nummer. So rein intuitiv. Ich gebe ihm 8 Punkte. Okay. Aus dem einfachen Grund, ich mag Mentalroutinen, ich mag Routinen, die witzig sind und die taugt mir tatsächlich. Ich würde es ein bisschen abwandeln, auch allein wegen den Buchstaben. Ich weiß nicht, ob ich es performe, aber ganz ehrlich, Leute, das ist das, was ihr dabei haben müsst. 2 Stifte. Guckt es an. Ihr habt und ein Kuscheltier für eine 5-Minuten-Show. Für eine Stage-Performance, tolle Sache. Ne? Ja, wie gesagt, deswegen das. Ich würde es keinem Anfänger empfehlen. Amateur, der vielleicht irgendwie ein bisschen größeres Programm zusammenstellen. Schon für Amateure und eher einen fortgeschrittenen Bühnenbereich. Für Amateure, die eine kurze Parler-Show planen wollen. Ja. Ist es nicht zu viel? Ja. Es macht 5 Minuten aus, es Pack Small Plays Big. Genau. Und Profis sehe ich eigentlich auch das. Genau. Ja. Und das war's mit Collar 2. Und das war's auch schon wieder mit der Angel Magic Review für diese Woche mit Collar 2, nicht mit Collar 1. Das war der erste Vorgänger und das ist Collar 2 und das andere war Comedy Voodoo. Kauft das, wenn ihr was davon wollt. Wenn ihr was wollt. Danke an Magic Shop, die Links sind unten, aber das. Und wenn eins davon, dann das. Genau. Und in diesem Sinne, bleibt magisch.